willkommen zu einem neuen Video. Diesmal gibt es allerdings kein 7 Days and 7 Looks Video, sondern eins über mein Personal Style. Und das basiert quasi ein bisschen auf meine 7 Days und 7 Looks Videos. Und zwar möchte ich erstmal rausfinden, okay, was sind die Teile, die ich am häufigsten trage? Weil die Teile bilden dann meine persönliche Capsule Wardrobe. Also die Teile, die ich am liebsten trage und die sehr gut mit anderen Teilen in meinem Kleiderschrank funktionieren. Also ja, das macht für mich eine Capsule Wardrobe aus. Das sind so quasi der Kern meines Kleiderschranks und ja, die sehr, sehr präsent sind in meinen Outfits, die ich aber auch mit anderen Sachen kombiniere. Aber ich finde es sehr hilfreich, diese Teile zu identifizieren, weil dann kann man auch ein bisschen besser entscheiden, okay, wenn das Teile sind, die mir wichtig sind in meinem Stil, dann lohnt es sich da eher zum Beispiel in hochwertigere Teile zu investieren oder auch zu schauen, ja, wenn man neue Käufe macht, okay, passen diese Sachen zu den Teilen in meiner Capsule Wardrobe? Und ja, wenn die funktionieren, dann kann man Fehlkäufe eher aus dem Weg gehen und hat dann einfach ein besseres Gefühl dafür, okay, was passt besser zu meinem Stil, wenn man weiß, welche Teile man am liebsten trägt. So, und dazu habe ich alle Videos, die ich in den letzten 4 Jahren veröffentlicht habe, also zum Thema Outfits und Styling, die bin ich jedenfalls durchgegangen und habe eine Liste geführt und habe immer aufgeschrieben, welche Teile Bestandteil der Outfits war und habe dadurch rauskristallisiert, welche Teile am häufigsten vorkommen. Zumindest die grobe Kategorie von Teilen in verschiedenen Bereichen, also Outerwear-Sachen, Oberteile und Unterteile und so weiter. Und ja, das Ergebnis dazu seht ihr dann jetzt. Ich habe jetzt mal die Teile, die ich am häufigsten getragen habe, hier auf eine Kleiderstange. So sieht quasi meine Capsule Wardrobe aus, würde ich meinen. Ich fange mal mit Outerwear an und da ist das am meisten getragene Teil ein langer schwarzer, ich nenne es mal Blazermantel gewesen. Ich glaube 18 Mal habe ich den gezählt und ja, ein Beispiel ist jetzt hier dieser Wollmantel von Agnes Studios und ja, also ein langer schwarzer Mantel mit Kragen. Das ist so das meistgetragene. Sehr dicht gefolgt von diesem beigen bzw. taubfarbenen Mantel. Da habe ich 17 Mal gezählt. Von den 17 Malen war es überwiegend wirklich dieser Mantel von House of Dagmar, den ich wirklich sehr cool finde. Ein paar Mal waren es aber auch andere Versionen quasi von einem beigen Mantel. Also zum Beispiel ein beiger Mantel von System oder ein eher grauer Mantel von Arket, aber ja, so dieser ist hier wirklich am allerhäufigsten getragen worden und ist deswegen auch ja, repräsentativ für einen beigen Mantel oder Taubfarben, wie auch immer man die Farbe nennen mag. Mich hat es ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass der so oft getragen wurde, also fast so oft wie ein langer schwarzer Mantel, aber ja, die Zahlen sprechen für sich und damit wären diese zwei meine am häufigsten getragenen Wollmäntel. Die dritthäufigste Jacke wäre ein beiger Trenchcoat mit 10 Zählungen. Da habe ich am häufigsten einen beigen Trenchcoat von And Other Stories getragen. Den habe ich jetzt aber nicht mehr. Ich habe den nämlich jetzt ersetzt mit diesem Trenchcoat von The Row. Ein eher grünlicher Trenchcoat, aber der so in diese beige Richtung geht. Und ja, Trenchcoats waren generell sehr häufig zu sehen bei mir, aber diese Farbrichtung mit Abstand am häufigsten. Das nächste wichtige Teil in meinem Kleiderschrank ist ein schwarzer Blazer. Da habe ich insgesamt 18 Mal gezählt, aber innerhalb dieser 18 Male kam der Blazer, der schwarze Blazer in verschiedenen Ausführungen vor. Da wollte ich mich jetzt nicht nur für einen entscheiden, sondern zeige ich euch jetzt alle 3, weil ich finde, irgendwie sind alle wichtig, aber mit Abstand am häufigsten wurde von den 3 der, ich sag mal, klassische Blazer getragen. Also in meinem Fall ist es dieser mittellange, boxige, oversized Blazer. Das ist jetzt einer von COS. Dann als nächstes ein kurzer Blazer. Also jetzt nicht kurz im Sinne von cropped, aber ja so eher
Hosenbundhöhe. Da habe ich hier diesen Vintage Blazer von Yves Saint Laurent. Ja, den habe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr oft getragen. Ja, und als drittes hätten wir als Blazer-Variation einen langen Blazer. Hier habe ich jetzt einen von Philippe K. Ich habe aber auch einen von bei Marlene Birger getragen oder And Other Stories. Also ein langer Blazer, das heißt hier so wirklich Blazer-Stoff, beziehungsweise Blazer-typischer Stoff. Und auch die Dicke ist wie von einem Blazer, wie man das kennt, aber eben in lang. Und ja, das habe ich auf jeden Fall auch sehr gerne getragen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, müsste ich wahrscheinlich sagen, dass der hier der repräsentative Blazer wäre, aber man muss sich ja nicht unbedingt für eine Variation entscheiden, aber ja, schwarzer Blazer ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent in meinem Kleiderschrank. Kommen wir zu Oberteilen und da ist wirklich das meiste getragene Teil ein weißes T-Shirt. Das sollte nicht überraschend sein. Es ist wirklich das ideale Basic einfach. Also egal, wie man es kombiniert, ob man es irgendwie unter Pullover trägt oder halt wirklich das T-Shirt als Hauptteil oder kombiniert mit einem Hemd oder so. Aber ja, 26 Mal habe ich ein weißes T-Shirt gezählt und das ist wirklich, ja, kann man nicht widersprechen. Das ist auf jeden Fall das ultimative Wardrobe-Staple. Das nächste Oberteil, was am häufigsten getragen wurde von mir, ist ein weißes Hemd mit 21 Zählungen. Und das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, dass es so dicht auf war mit einem weißen T-Shirt, weil ein Hemd ja schon so ein bisschen seriöser ist. Aber ja, ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr oft getragen. Und ja, wenn ich darüber nachdenke, man kann es halt schon relativ vielseitig kombinieren. Man kann es halt richtig zugeknöpft tragen bis oben hin oder nur bis zur Hälfte hochgeknöpft, offen getragen, unter einem Outfit oder über einem Outfit. Also ja, da kann man doch relativ viel mit anstellen. Das ist jetzt ein Hemd von Gant und so trage ich weiße Hemden auch am liebsten. Also so ein bisschen lockerer, ein bisschen boxiger, nicht allzu lang, aber nicht zu viele Details, also maximal so eine Brusttasche und das war's. Bei weißen Teilen würde ich sagen, es ist besser, wenn man jetzt nicht unbedingt in das teuerste Teil ever investiert, weil sie einfach irgendwann solche Verfärbungen haben, die man mit noch so dem besten Haushaltstrick nicht mehr abbekommt. Also beim T-Shirt zum Beispiel Verfärbung hier am Rand, also am Kragen oder bei den Achseln und da muss man die Teile früher oder später irgendwann ersetzen. Ich hatte vor dem Gant-Shirt zum Beispiel ein Philippe K-Shirt, was ich sehr, sehr gerne getragen habe. Und das Gant-Shirt ist bestimmt nicht das letzte Hemd. Und das dritte Oberteil wäre ein grauer Pullover. Da habe ich aber bei meinen Zählungen Rundhalspullover und Rollkragenpullover in eine Kategorie gemacht. Und da wurden graue Pullover von mir häufiger getragen als schwarze Pullover, wenn auch sehr dicht an. Also ich glaube, grau waren 18 Zählungen und schwarz waren 15 Zählungen. Also ja, ziemlich dicht beieinander, aber grau hat gewonnen. Und da habe ich jetzt hier mal als Beispiel einen von Arclet. Und da gefällt mir der Schnitt auch sehr, sehr gut. Also auch ein bisschen boxiger, so ein schöner Rundhalsausschnitt, ein bisschen groberer Strick und ein schönes neutrales Grau, würde ich sagen. So ein Teil, was ich nicht sehr häufig gezählt habe in der Auswertung von meinen Videos, was ich aber im Alltag auf jeden Fall sehr oft trage, ist ein Sweatshirt bzw. so ein Jersey-Pullover. Das trage ich im Alltag auf jeden Fall so häufig, auch wenn ich es in den 7 Days and 7 Looks Videos anscheinend nicht so oft integriert habe. Aber ja, ich weiß, dass es auf jeden Fall auch einer meiner Staples im Kleiderschrank ist. Ja, und hier habe ich jetzt diesen dunklen Pullover von Museum of Peace and Quiet. Ich trage aber auch sehr gerne die Sweatshirts von Sporty & Rich, weil die nochmal eine etwas bessere Passform haben als die von Museum of Peace and Quiet, weil die sind ein bisschen kürzer und haben ja einfach eine bessere Form. Aber ich weiß, dass ich diesen Pullover wirklich sehr oft getragen habe. Ich mag aber auch Sweatshirts von Adanola, weil die auch eine coole Passform haben. Aber ja, unterm Strich, Sweatshirts sind auf jeden Fall auch
ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Kleiderschrank. Und ja, deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch mit erwähnen. Kommen wir zu Unterteilen. Und da sollte es jetzt nicht überraschend sein, dass das am häufigsten getragene Unterteil bei mir eine Blue Jeans ist. Und zwar von den Blue Jeans dann am allerhäufigsten eine Straight Leg Blue Jeans. Also ich habe auch teilweise weite Jeans getragen oder Jeans, die weit sind, aber so ein bisschen cropped. Aber am häufigsten einfach so eine ganz klassische Straight Leg Jeans. Aber ja, Blue Jeans im Allgemeinen ist auf jeden Fall sehr präsent. Und wie gesagt, wie ich auch bei anderen Teilen gesagt habe, man muss sich ja nicht unbedingt für eine Ausführung entscheiden. Da kann man dann, wenn man weiß, dass das Teil halt auch so ein Wardrobe-Staple ist, kann man das eben auch in verschiedenen Ausführungen haben. Aber eine Blue Jeans, die ich gerne explizit nennen würde, ist diese Jeans von Anine Bing. Ich glaube, sie heißt Gavin Jeans. Und am Model ist sie so ganz leicht cropped, aber bei mir hat sie einfach die perfekte Länge. Also bodenlang, ohne dass sie zu lang ist. Ich muss es nicht krempeln. Ich kann es mit flachen Schuhen tragen, aber auch mit etwas höheren Schuhen, wenn ich die so ein bisschen hüftiger trage. Und ja, sie hat eine auf jeden Fall sehr klassische Form in meinen Augen, also ganz, ganz straight. Und die Waschung ist sehr dezent, also nicht zu gewaschen, aber auch nicht zu strahlend blau. Also ja, das wäre so für mich wirklich die perfekte Jeans. Und ich meine, dass man die Gavin Jeans auch immer bekommt bei Anine Bing. Ich glaube nicht, dass es irgendwie von einer bestimmten Kollektion war. Und das nächste Teil bei den Unterteilen mit 19 Zählungen ist eine schwarze Anzugshose. Und da habe ich jetzt hier diese von Philippa K. Die habe ich auch tatsächlich am allerhäufigsten getragen. Aber manchmal war es dann auch eine etwas andere Ausführung, zum Beispiel mit nicht ganz so prägnanten Buntfalten oder ein bisschen schmaler, ein bisschen länger oder kürzer. Aber ja, Anzugshose habe ich jetzt einfach mal als eins gezählt, egal in welcher Ausführung. Aber ja, mit 19 Malen auf jeden Fall sehr, sehr dicht an der Jeans dran, was auch wieder irgendwie lustig ist, also beziehungsweise ein bisschen überraschend. Also ähnlich wie beim weißen Hemd ist es halt irgendwie, ja, so im klassischen Sinne eher Office-Wear, aber was ich dann doch irgendwie sehr, sehr häufig kombiniere im Alltag. Und ja, damit zu meinen Wardrobe-Staples gehört. So, das dritthäufigste getragene Unterteil ist eine dunkle, etwas weitere Stoffhose. So habe ich das mal zusammengefasst. Also hier habe ich jetzt ein Beispiel, das ist eine schwarze Seidenhose von Arket. Aber in dieser Kategorie hatte ich auch verschiedene Ausführungen. Also ich hatte zum Beispiel eine etwas glänzendere Seidenhose von Arket oder aber auch eine Leinenhose oder eine aus Baumwolle oder aus Strick. Aber ja, alles sind dunkle, weite Stoffhosen gewesen und deswegen zähle ich das mal als nächsten Wardrobe-Staple. Ein Teil würde ich gerne noch erwähnen, also die 3 Hosen waren schon die Top 3 bei Unterteilen, aber ich muss sagen, dass ich auch relativ häufig einen schwarzen Rock anhatte, wenn auch nicht so häufig wie Hosen. Und bei schwarzen Röcken gab es auf jeden Fall auch verschiedene Ausführungen. Also hier, das ist jetzt ein midi-langer Strickrock von Philippa K. Ich hatte aber auch schon bodenlange von Cordera zum Beispiel oder Seidenröcke. Aber ja, ein schwarzer Rock war schon häufig zu sehen bei mir, dass ich das auf jeden Fall einmal erwähnen wollte. So, kommen wir zu den Accessoires und ich fange mit Schuhen an. Und das Paar Schuhe, was ich wirklich mit Abstand am häufigsten getragen habe, waren diese Ankle Boots von Kate. Und zwar habe ich die 25 Mal getragen und weitere 4 Male habe ich andere schwarze Boots getragen, aber die von der Form her eigentlich fast identisch aussehen. Also ja, mit fast 30 Malen waren es schwarze Boots wie diese hier und wirklich Bärenanteil davon auch wirklich diese hier von Kate. Das wäre so ein paar Boots, was ich auf jeden Fall nochmal nachkaufen werde, wenn man sie nicht mehr retten kann. Hier der Absatz ist schon so ein bisschen mitgenommen. Und hier auch das Teil unten ist mir auch mal irgendwie fast abgefallen, weil ich damit hängen geblieben bin.
aber es geht noch und ja, die trage ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann die nächsten Schuhe wären schwarze Ballerinas und da habe ich jetzt hier diese schwarzen Ballerinas von Chanel. Die habe ich 16 Mal gezählt und on top habe ich dann nochmal 5 weitere schwarze Ballerinas getragen. Ich glaube, von Celine waren das. Also ja, schwarze Ballerinas insgesamt waren auf jeden Fall auch meine Top-Schuhwahl. Und dabei habe ich auch nicht die Mesh-Ballerinas von Alaïa gezählt, sonst wären es noch mehr gewesen wahrscheinlich. Aber ja, schwarze Ballerinas und jetzt ganz explizit diese hier von Chanel sind, so wie die Boots von Kate, Schuhe, die ich gerne permanent in meinem Kleiderschrank haben möchte. Also wenn die irgendwann mal so durchgelatscht sind, dass sie nicht mehr zu retten sind, würde ich die auf jeden Fall auch mit ein neues Paar ersetzen, weil ich sie einfach so gerne trage. Die passen sehr, sehr gut, die sind sehr gut zu kombinieren und sind sehr bequem. Also wenn man wirklich die richtige Größe für einen gefunden hat, weil bei Chanel Ballerinas kann das immer sehr variieren, je nach Farbe. Aber wenn sie passen, dann sind sie super bequem. So, als drittes hätten wir diese Sandalen hier von Kate und die stehen stellvertretend für Thong-Sandalen, also für Sandalen, die diese V-Riemen haben. Aber dazu habe ich nicht Flipflops gezählt, die habe ich irgendwie separat noch gezählt, sonst wären es auf jeden Fall nochmal mehr Zählungen gewesen. Aber ja, solche Sandalen habe ich 20 Mal getragen und 9 Mal davon waren es diese Kate-Sandalen. Ich glaube, die restlichen 11 waren so Totem-Sandalen, die auch sehr ähnlich waren. Also auch so ein V-Riemen und auch so einen kleinen Absatz. Aber ja, die mag ich auf jeden Fall so gerne. Da war ich auch kurz davor, nochmal welche als Backup zu bestellen, falls irgendwas mit diesen passiert, weil die sind schon so ein bisschen empfindlicher. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennt, aber hier vorne, wenn man nicht richtig aufpasst und irgendwie bei Kopfsteinpflaster oder so hängen bleibt, kann man sich das vorne sehr schnell aufschubbern. Und ja, muss man so ein bisschen aufpassen. Aber ich liebe diese Sandalen, die habe ich auf jeden Fall sehr, sehr häufig getragen und werde es auch in Zukunft tun. Dann Schuhe, die ich nicht so häufig gezählt habe wie diese, aber die ich trotzdem sehr gerne erwähnen möchte, sind diese braunen Boots, weil ich habe sie zwar weniger getragen als die in den Videos und hatten deswegen weniger Zählungen, aber ich weiß, dass ich sie im Alltag auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne trage und wenn ich einfach keine grobe Outfit-Planung mache, sind das so meistens meine Go-To-Schuhe, zumindest im Herbst und Winter. Und deswegen wollte ich sie auf jeden Fall erwähnen. Also das sind braune Boots von AD. Leider gibt es das Modell nicht mehr. Aber ja, so braune, nicht allzu hohe Boots, die nicht zu spitz sind und nicht zu eckig, gehören auf jeden Fall auch zu meinen Must-Haves. Dann kommen wir zu Taschen. Und da war die Tasche, beziehungsweise Art von Tasche, die ich am häufigsten getragen habe, ein großer schwarzer Shopper. Und zwar 23 Mal habe ich den gezählt. Und da habe ich jetzt hier mal stellvertretend diesen großen Shopper von Kate. Aber ich habe auf jeden Fall auch andere schwarze Shopper-Ausführungen gehabt. Zum Beispiel von Little Livna oder Totem. Aber ja, ein schwarzer Shopper ist auf jeden Fall Number One. Von ganz großer Tasche kommen wir zu einer ganz kleinen Tasche und die habe ich als nächstes am häufigsten getragen. 23 Mal habe ich die gezählt und zwar wirklich dieses Exemplar von The Row, die 90s Bag. Also ja, die trage ich wirklich so oft, weil sie einfach immer passt und genug reinpasst, was man halt braucht. Also das Nötigste quasi. Ja, also eine kleine schwarze Tasche hätte wahrscheinlich noch mal mehr Zählungen gehabt, wenn ich nicht nur die 90s Bag gezählt hätte. Ich hatte zum Beispiel auch eine kleine schwarze Louis Vuitton-Tasche in meinen Outfit-Videos und das habe ich jetzt nicht drin gehabt, aber sonst wären es auf jeden Fall mehr als 23 Zählungen gewesen. Aber ja, diese hier explizit ist eine Top-Tasche, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dicht gefolgt von dieser Prada-Tasche, die habe ich 22 Mal gezählt und ja, also sehe ich auch, warum ich sie so häufig getragen habe. Sie hat so eine gute Größe, so medium groß. Schwarz ist nicht zu speziell, aber mit dem glänzenden Lackleder hat sie dann doch das gewisse Etwas und kann
einem Outfit einfach nochmal so einen letzten Schliff geben. Ja, das sind so die 3 am häufigsten getragenen Taschen in meinen Outfit-Videos. Aber im Alltag trage ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr oft diese braune Bottega-Tasche. Die habe ich jetzt bei den Outfit-Videos nicht so oft gezählt wie diese Taschen, aber ich weiß einfach, dass ich diese so oft benutze. Also eine braune Tasche ist dann doch auch sehr, sehr vielseitig und manchmal einfach eine bessere Wahl als eine schwarze Tasche. Und jetzt dieses Modell, also so eine Vintage Jodie quasi, so eine Hobo-Bag, ist einfach so eine gute Alltagstasche, weil man sie einfach schultern kann. Sie ist geschlossen, man kann sie fast leer tragen oder auch sehr vollstopfen. Und ja, passt einfach auch immer sehr gut zu Outfits und deswegen wollte ich auch die unbedingt erwähnen, auch wenn sie nicht in den Top 3 Zählungen war. So, obwohl Schmuck und andere Accessoires nicht unbedingt so, ich sag mal, richtige Wardrobe-Staples sind, wollte ich sie trotzdem mit erwähnen. Also zum Beispiel vor allem ein schwarzer Ledergürtel habe ich wirklich sehr, sehr oft kombiniert in meinen Outfits. Und auch hier und da Ketten oder Armbanduhren sind zwar sozusagen Sachen, die ein Outfit eher schmücken, aber doch irgendwie zum Stil dazugehören. Also wenn ich jetzt hier so eine grobe silberne Kette kombiniere oder hier so eine Kugelkette, hier die ist jetzt von Sophie Buhey, die von Mosquito, oder jetzt erst seit kurzem so eine Tesselkette, dann macht das so ein Outfit nochmal mehr persönlicher und deswegen wollte ich das auf jeden Fall auch mit erwähnen. Auch hier Armbanduhren trage ich auch sehr gerne. Hier ist jetzt eine mit Lederband von MS oder eine silberne Gliederketten-Armbanduhr von Chanel. Also ja, irgendwie keine klassischen Wardrobe-Staples, aber doch wichtiger Bestandteil von meinem Kleiderschrank. Ihr habt jetzt also meine Capsule Wardrobe gesehen. Was sind quasi die Grundbausteine von meinem Kleiderschrank? Und ich würde das aber gerne noch ein bisschen weiter erörtern und gucken, okay, wie würde ich denn meinen persönlichen Stil beschreiben? Weil die Teile in der Capsule Wardrobe sind tendenziell schon eher Basic-Teile, also Basic-Teile, die auch in Kleiderschränken von anderen Leuten zu finden sind. Macht ja auch Sinn, aber der Stil kann sich ja trotzdem unterscheiden. Und ja, um da ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, finde ich die 3-Word-Method von Alison Ballstream ganz cool. Und zwar ist das erste Wort das Realistic oder Practical Word. Also was trägt man normalerweise so? Das zweite ist das Aspirational Word. Also was ist so, wie sieht so das Moodboard aus, was man so im Kopf hat? Und das dritte ist das Emotional Word, also wie würde man sich gerne fühlen in den Outfits. Meine 3 Wörter wären erstens Oversized, weil viele meiner Teile genau das ausmachen. Also sie sind Oversized, sie sind entweder ein bisschen breiter, ein bisschen größer oder länger. Also auf jeden Fall nicht super körpernah. Das beschreibt es einfach am besten, also deswegen wäre das praktische Wort, was gut passen würde in meinen Augen. Das zweite Wort, also das Moodboard-Wort, würde ich sagen, wäre 90s. Das ist aber vielleicht so ein bisschen semi-geschummelt, weil das in meinen Augen so ein paar mehr Adjektive mit reinnimmt. Und zwar refined, minimal und so ein bisschen chic, aber trotzdem ein bisschen laid back. Ja, das ist irgendwie, lässt sich in meinen Augen gut mit 90s abdecken. So, und das dritte Wort, also das Wort, wie möchte man sich fühlen? Und da habe ich mich entschieden für Casual, weil mir auf jeden Fall wichtig ist, dass meine Outfits bequem sind, dass ich mich da drin wohlfühle und ja, dass es nicht zu schick ist, auch nicht messy, aber ja, nicht zu schick und nicht zu gestylt. Oversized, 90s und Casual, würde ich jetzt mal sagen. Falls ihr andere Vorschläge habt, dann schreibt mir das mal gerne in den Kommentaren. Ich finde das eigentlich ganz interessant, sich da ja so auf 3 Wörter ja, zu entscheiden, in Anführungsstrichen. Den einen Stil zu definieren, hier jetzt mit diesen 3 Wörtern und dem bewusst zu sein, wie auch mit der Capsule Wardrobe, kann dabei helfen, Outfits zu finden oder schneller zu finden, wenn man einfach weiß, was sind Teile, zu denen ich gerne greife oder in denen ich mich immer wohlfühle oder ja, welche
welcher Rahmen kann meine Outfits gut beschreiben, die sich nach mir anfühlen. Mit halt diesen 3 Wörtern. Wenn man zumindest 2 Wörtern immer abgedeckt hat in dem Outfit, dann ist es für einen selber automatisch eher harmonisch. So würde ich das jetzt interpretieren. Und wie auch bei der Capsule Wardrobe können sie dabei helfen, Fehlkäufe zu vermeiden. Also bei der Capsule Wardrobe war das, passt dieses neue Teil zu den Sachen in meiner Capsule Wardrobe, lässt sich das darin sehr gut integrieren, weil wenn nicht, dann ist es eher schwieriger. Und bezogen auf die 3 Wörter passt dieses Teil zu zumindest 2 von den 3 Wörtern, dann ist man da auch eher auf der sicheren Seite. Aber wenn es zu keinem der 3 passt, dann ist es auch eher ein potenzieller Fehlkauf und passt vielleicht doch nicht so sehr zum eigenen Stil und man ist vielleicht doch zu sehr von außen beeinflusst ja, kann da ein bisschen besser wieder zu sich finden quasi. So würde ich jedenfalls meinen Stil heute beschreiben, jetzt mit 34, fast 35, aber mein Stil hat sich natürlich im Laufe meines Lebens auf jeden Fall verändert. Da habe ich viel experimentiert, vor allem in der Jugend und habe viele Phasen durchgemacht und mein Stil bzw. Geschmack hat sich auf jeden Fall verändert und entwickelt, was völlig normal ist auf jeden Fall, aber ich denke, die Zeit des Experimentierens ist für mich jetzt so ein bisschen nicht unbedingt vorbei, aber man experimentiert einfach nicht mehr so viel, zumindest nicht, dass man ja so richtig grundlegende Sachen ändert. Also man kann immer mit hier und da, mit so Details oder so kleinen Tweaks quasi so neue Sachen ausprobieren, aber ich würde jetzt nicht mehr ja so krass meinen Stil verändern. Und mein Stil ist auf jeden Fall immer bequemer geworden und immer simpler, weil es praktischer ist und ja bequemer und hoffentlich zeitloser, weil das so mein langfristiges Ziel ist, dass halt mein Kleiderschrank zeitlos ist und ich immer weiß, was ich anziehen möchte und ich nicht irgendwie dauernd neue Sachen integrieren möchte. Natürlich möchte ich durch den Job in gewissem Maß up-to-date sein und zeitlich sozusagen einen relevanten Stil haben, wenn ihr wisst, was ich meine, aber halt nicht irgendwie dauernd komplett den Kleiderschrank verändern. Beim Finden des persönlichen Stils ist auf jeden Fall wichtig, herauszufinden, was gefällt mir an mir. Es gibt natürlich auch Teile, die ich an anderen cool finde, die ich aber an mir irgendwie blöd finde oder wo ich finde, die passen nicht zu mir. Und ein Thema, an das ich denken muss bei diesem Aspekt, ist das Thema Body Shape Guides, also welche Sachen, welche Rocklängen oder wie auch immer passen zu welchem Körpertyp, welche Teile sind an welchen Formen am schmeichelsten. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein für, wenn man absolut gar keinen Anhaltspunkt hat, wo man anfangen möchte in Sachen Outfit zusammenstellen und kann einem dabei helfen, sich mehr selbstbewusst zu fühlen. Aber grundsätzlich die Sichtweise, was ist am schmeichelsten, an wen, finde ich irgendwie zu einschränkend und zu unterdrückend und ja, will ich irgendwie gar nicht so unterstützen. Weil warum sollten die Kleidungsstücke immer schmeichelnd sein? Für wen? Ich bin eher der Ansicht, man sollte einfach das tragen, was man am liebsten mag, was einem am meisten gefällt und wo man sich am ehesten wie sich selbst fühlt, also was so den eigenen Charakter und Geschmack einfach am besten widerspiegelt, egal ob es schmeichelhaft ist oder nicht oder egal ob es das Gegenteil ist von dem, was dem eigenen Körpertyp empfohlen wird. Weil wenn man das trägt, was einem am meisten gefällt, dann ist man automatisch selbstbewusster und fühlt sich automatisch besser darin und ich finde, das wirkt sich darauf aus, wie gut der Style von jemandem ist, einfach wie authentisch das ist. Bei mir wird zum Beispiel oft thematisiert, dass ich als kleiner Mensch ja eigentlich nicht oversized Sachen tragen sollte oder nur eine gewisse Länge von Sachen tragen sollte, ob es jetzt irgendwie Röcke sind oder Hosen. Und ja, das meine ich mit unterdrückend. Warum sollten nur große Menschen lange, weite Sachen tragen können? Also wer hat das entschieden in dem Sinne? Ja, wenn mir lange und weite Sachen einfach mehr gefallen, dann macht es für mich keinen Sinn, körpernahe, körperbetonte, enge Sachen oder eine bestimmte Länge von Sachen zu tragen, die mir aber gar nicht gefallen, nur weil ich halt irgendwie
so und so viel Zentimeter groß bin. Das ist einfach nicht mein persönlicher Stil und ich fühle mich einfach in oversized und bequemen Sachen am meisten wohl. Heißt natürlich auch nicht, dass ich nur weite oversized Sachen trage, so ist es nämlich auch nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich abdecken wollte, dass wir uns so ein bisschen von diesen Normen loslösen können und dass jeder einfach das trägt, was einem am meisten gefällt und dass Outfits von anderen, die man selber vielleicht nicht so tragen würde oder die man einfach nicht gut findet, weil sie dem eigenen Geschmack nicht entsprechen, dann ist es eben so, aber das muss mich ja dann eigentlich nicht weiter beschäftigen. So viel dazu. Der nächste Punkt wäre das Thema Inspiration. Und Inspiration in Bezug auf Outfits ist auf jeden Fall ganz hilfreich, zum Beispiel wenn man mal kreativ ist und nicht so richtig weiß, was man anziehen möchte. Oder wenn man noch am Anfang ist und gar nicht weiß, in welche Richtung man gehen möchte mit den Outfits. Und ja, einfach ist es auch hin und wieder schön, wenn man sich inspirieren lassen kann. Ich hoffe zum Beispiel, dass meine Styling-Videos für den einen oder anderen inspirierend sein können und ein bisschen Ideen liefern kann für die Outfitfindung. Und auch ich hatte Stilvorbilder oder Leute, die mich modetechnisch inspiriert haben. Und eine konstante Inspiration waren da auf jeden Fall die Olsen Twins für mich. Vor allem zu Teenie-Zeiten, wo deren Style aus so Leggings, Lederjacke, Totenkopfschal, große Tasche und Heels bestand. Aber auch deren Stil heute, der erwachsener geworden ist, sagt mir auf jeden Fall noch sehr zu. Und ja, ich weiß nicht, ich denke, dass sie auch Zwillinge sind wie Daisy und ich und dass sie auch genau die gleiche Körpergröße haben, spielt da bestimmt definitiv eine Rolle, dass ich mich da ein bisschen mehr wiederfinden konnte. Ja, also die Olsen Twins wären auf jeden Fall eine stetige Inspirationsquelle, würde ich sagen, auch wenn man sozusagen nicht den gleichen Geschmack hat, aber ja, Inspiration muss ja keine 1:1 Kopie sein, sondern sollte einfach nur irgendwie, kann einfach auch Ideen einfach nur entfachen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, das mal um ein Beispiel zu nennen. So, und der letzte Punkt wäre das Thema Trends. Und ich würde sagen, ich bin auf jeden Fall nicht komplett immun gegen Trends, weil ich finde, sie können im gewissen Maß dabei helfen, Outfits mehr up-to-date zu halten. Und gerade, wie gesagt, in meinem Beruf ist es auf jeden Fall ein Punkt, dass ich da halbwegs up-to-date bin zumindest, auch wenn ich natürlich langfristig gesehen lieber auf jeden Fall einen zeitlosen Stil haben möchte, also so, dass ich in 5 Jahren zurückblicken kann auf Outfits von vor 5 Jahren und sagen kann, okay, das gefällt mir immer noch, das würde ich immer noch so tragen. Das wäre so meine Idealvorstellung. Aber Trends können auf jeden Fall auch ja, einfach Spaß bedeuten in Sachen Mode und man kann immer noch mit kleinen Sachen neue Dinge ausprobieren und auch neue Dinge für sich entdecken, die man dann doch irgendwie mag und auf die man sonst vielleicht nicht gekommen ist. Aber soll nicht heißen, dass man für Trends den gesamten Kleiderschrank umkrempelt und den eigentlichen eigenen Stil komplett verändert. Und auch ich habe ja verschiedene Phasen durchgemacht, wie gesagt, und habe meinen Stil auch erst nicht unbedingt gefunden, weil ich finde nicht, dass man irgendwann so an einem Ende angelangt ist, aber man bewegt sich immer mehr in eine Richtung und verändert sich immer weniger. Irgendwann, würde ich jetzt meinen. Es ist auf jeden Fall hilfreich, dann irgendwann sich bewusst zu werden, was den eigenen Stil ausmacht. Und ja, also vielleicht könnt ihr ja auch mal von euch so eine eigene ja, Style-Analyse machen und rausfinden wirklich, was ist eure Capsule Wardrobe und wie würdet ihr euren persönlichen Stil mit Hilfe von den 3 Wörtern beschreiben. Weil ich finde, das, wie gesagt, ist eigentlich eine ziemlich gute Methode dazu. Und ja, heißt aber nicht, dass man sich darauf einschränken lassen muss, sondern man kann immer mal wieder durch neue Dinge inspiriert sein und auch Trends im persönlichen Stil integrieren, solange man nicht alles auf den Kopf stellt. Aber man kann kleine Sachen ja wirklich auf die eigene Art und Weise interpretieren und integrieren. Und ja, bevor ich jetzt hier weiter mich im Kreis drehe, würde ich sagen, das war's mit meiner Style-Analyse. Das ist mein persönlicher Stil und meine Capsule Wardrobe. Und ich hoffe, das Video war irgendwie interessant für euch, vielleicht inspirierend und ja, irgendwie hilfreich.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!